Erste Prognose ist am Start und wir haben einen neuen Bundeskanzler, so wie es aussieht. Im Hintergrund, wir haben das Ganze auch natürlich live verfolgt. Hier nochmal jetzt ein Update für euch, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Ich blende es auch gleich nochmal ein und ich blende auch nochmal Alice Weidel ein. Ihre ersten Worte nach dieser Bundestagswahl. Sie will auf jeden Fall mehr. Sie will regieren. Aber ich will nicht zu viel verraten. Schau dir das Ganze gleich ganz in Ruhe an. Es kommen erst die Prognosen, die Hochrechnungen sozusagen und dann ihre Worte. Schau dir das unbedingt an. Und wie ich es in dem einen Video von heute Vormittag schon erwähnt habe, selbst wenn es jetzt nicht damit klappen sollte, mit einer Mehrheit, mit einer absoluten Mehrheit, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Bundesregierung so viel Mist bauen wird die nächsten Wochen und Monate, sehr wahrscheinlich, weil der Friedrich Merz, seine größten Punkte waren unter anderem die Flüchtlingspolitik, die Migrationspolitik. Und mit welcher Partei will er das denn jetzt bitte umsetzen? Ich bin sehr gespannt. Und dementsprechend kann ich mir sehr gut vorstellen, wie es auch ein Autor schon in einem Buch 2017 geschrieben hat, dass vielleicht das Chaos so groß sein wird innerhalb der Bundesregierung in den nächsten Wochen, Monaten, dass nächstes Jahr, spätestens denke ich 2029, dann es zu einer anderen Partei kommt, die dann Bundesrepublik Deutschland regieren kann. Bin sehr gespannt auf deine Meinung, wollen wir keine Zeit verlieren. Hier geht's jetzt rein. Let's go. Tatsächlich die Grünen 12,3%. Und jetzt die FDP, die bleibt auch nach der ersten Hochrechnung bei 5%, also genau auf der 5%-Hürde. Die AfD geht jetzt runter auf 19,8% nur noch, also damit auch unter die 20%-Marke gefallen. Die Linkspartei 8,9% und das BSW liegt ebenfalls bei 5,0%, genau wie die FDP auf der 5%-Hürde. Damit sind also die beiden Parteien im Parlament vertreten. Die sonstigen Parteien, die spielen keine Rolle, keines in der Nähe der 5%-Marke. Und wenn Sie das jetzt in Gewinnen und Verlusten sehen, die SPD minus 9,3, Grüne minus 2,4, FDP minus 6,4, also ein Desaster für die Ampelparteien. Die werden regelrecht abgestraft. Aber auch die Union kann daraus nicht so profitieren, wie sie das erhofft hatte. Sie ist unter 30%, aber interessant, wie gesagt, ist halt, dass weiterhin die FDP und das BSW im Bundestag sind, auch nach dieser ersten Hochrechnung. Was heißt das jetzt für die Koalitionsmöglichkeiten, die wir jetzt also haben werden? 316 Sitze sind für eine Mehrheit notwendig. Es sind 630 Abgeordnete und wir wollen auf die CDU gucken als stärkste Fraktion. Wird es gemeinsam mit der Union und der SPD eine schwarz-rotes Bündnis geben können? Nein, auch weiterhin nach dieser ersten Hochrechnung weit davon entfernt. Die FDP kann natürlich für die Deutschlandkoalition jetzt noch genommen werden. Da sehen Sie, das würde also ausreichen. Das wären 12 Sitze Mehrheit, die drei zusammen haben. Also das wäre natürlich eine Möglichkeit. Nehmen wir die FDP raus, dafür die Grünen rein, die Kenia-Koalition. Auch diese wäre natürlich möglich. 60 Sitze Mehrheit, das wäre eine satte Mehrheit. Aber ob tatsächlich die Union mit den Grünen zusammengehen will, CSU-Chef Markus Söder hat ja immer betont, nein, mit den Grünen werden wir auf keinen Fall zusammenarbeiten. Und ich habe es ja schon angesprochen, mit der AfD will keiner koalieren werden. Soweit sind wir also jetzt. Wir haben tatsächlich zwei Koalitionsmöglichkeiten nur für diese Bundestagswahl als Ausgang für eine künftige Regierung. Die Kenia-Koalition, aber auch die Deutschland-Koalition. Das wird wirklich noch ein sehr interessanter Abend, ob tatsächlich die Liberalen und auch das BSW in den Bundestag einziehen. Im Moment genau auf der 5%-Marke. Aber nach Prognose, erste Hochrechnung. Hinter den Erwartungen zurückgeblieben, also was überwiegt? Freude oder ein bisschen Enttäuschung? Ja, die ganz große Freude. Also wir messen uns ja nicht gegen Umfragen, sondern wir messen uns nach unserem letzten Ergebnis und wir konnten uns verdoppeln nach den letzten Bundestagswahlen. Eine Verdopplung der Stimmen innerhalb von 3 Jahren. Das ist ein grandioses Ergebnis. Das ist das beste Ergebnis, was die AfD je eingefahren hat. Und es ebnet uns jetzt ein strategisches Fundament. Also mit 20% können Sie sehr viel machen. Und ich kann Ihnen nur eins sagen. Sollte die CDU auf diese Idee kommen, auf diese leichtfertige Idee, mit SPD und Grünen genau diese linke Politik weiterzumachen, werden wir in den nächsten Jahren die CDU überholen und wir werden einen Regierungsauftrag erhalten,
halten. Und wir werden dieses Land wieder in Ordnung bringen. Die Menschen, das haben sie heute an der Wahlurne gezeigt, sie wollen mehrheitlich ein Mitte-Rechts-Bündnis haben und sie wollen unbedingt einen Politikwechsel, um den Willen des Volkes umzusetzen. Ja, also Sie haben es ja jetzt gesagt, Sie haben ja auch in der Rede gesagt, Ihre Hand ist ausgestreckt, aber wie dürfen wir das vorstellen? Welche Angebote würden Sie denn eigentlich der Union machen können? Indem man das Unionsprogramm umsetzt. Das Unionsprogramm ist sowieso eigentlich fast komplett von der AfD abgeschrieben und die Union kann nur mit der AfD zusammen dieses Programm überhaupt umsetzen. Und dementsprechend muss sich Friedrich Merz entscheiden, will er jetzt seine Wähler betrügen oder will er endlich Politik für unser Land machen? Und das geht nun mal nur mit der Alternative für Deutschland. Aber warten wir es mal ab. Aber Sie müssten ja auch bereit sein, Kompromisse einzugehen, vielleicht ja sogar personelle Kompromisse. Jetzt sagen Sie kurz vor der Wahl noch, dass Höcke ein Ministeramt übernehmen könnte. Wie soll Friedrich Merz da auf Sie zugehen? Wie wollen Sie so regierungsfähig werden? Ja gut, also das wäre jetzt der letzte Schritt vor dem ersten. Inhaltlich sind wir offen und über personelle Fragen, das kommt erst zum späteren Schritt. Ich kann einfach nur sagen, die Menschen in diesem Land, sie wollen einen politischen Wechsel endlich haben. Und man kann sich nicht über Jahre dagegen sperren. Und man darf auch als Partei nicht seine eigenen Wähler betrügen, wie das vielleicht jetzt die Union vorhat, weil sie nichts von dem, was sie versprochen hat, wird umsetzen können mit SPD und Grünen. Dann nur ganz kurz nochmal die inhaltliche Nachfrage, um vielleicht auf die Union auch zuzugehen. Nord Stream, die Rolle zu Russland, Beziehung zu Russland und auch zur EU. Wären Sie denn kompromissbereit, da von Ihren Positionen abzurücken, die ja Stand jetzt für die Union gar keine Option wären? Ich bin Ihnen sogar sehr dankbar für diese Frage, weil ich dann nochmal gerne betone Deutschland. Frau Weine, vielen Dank für das Interview. Dankeschön. Und ob blau, grün, schwarz oder gelb, ganz egal, wenn du mit deinem Tag, mit deinem Wahlergebnis zufrieden bist, lass mir gerne einen Daumen nach oben da und deine Meinung. Ich bin sehr gespannt, was der Abend noch bringt. Wenn es gravierende Änderungen geben wird, werde ich diese hier hochladen auf diesem Kanal und dementsprechend hier jetzt nochmal die Möglichkeit, den Daumen, spätestens jetzt einen Daumen nach oben da zu lassen, diesem Video, und den Kanal zu abonnieren, die Glocke aktivieren, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video von mir hier kommt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend, bleib gesund und munter. Von mir hast du auf jeden Fall den Daumen nach oben. Danke für den ganzen Support der letzten Tage und Wochen. Wir haben jetzt knapp 10.000 Abonnenten. Das ist absoluter Wahnsinn. Innerhalb der letzten Tage so viele neue Menschen hier auf diesen Kanal gekommen. Das ist richtig klasse und so kann es genau so weitergehen. Dementsprechend alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Video.